Hallo meine Freunde, willkommen zurück bei Kostenlos Deutsch üben. Heute beginnen wir eine ganz besondere und sehr einfache Folge. Wir sprechen über ein kraftvolles Buch namens Discipline is Destiny. Der Autor ist Ryan Holiday. Dieses Buch lehrt uns eine große Idee: Wenn du dich selbst kontrollierst, kannst du dein Leben verändern. In dieser Folge werde ich das Buch in einfachem, verständlichem Deutsch erklären, perfekt für Lerner auf Anfängerniveau. Ich werde dir die Geschichten, die Lehren und die wichtigen Botschaften des Buches erzählen. Aber keine Sorge, ich werde alles klar und einfach halten. Jedes Wort, das sich schwierig anfühlt, werde ich sofort definieren. Ich werde dir die Bedeutung sagen, damit du gleichzeitig Deutsch lernen und aus dem Buch lernen kannst. So funktioniert diese Folge: Wir gehen Kapitel für Kapitel durch, aber in einfacher Sprache. Keine komplizierten Sätze, keine schwierige Grammatik. Ich erkläre schwierige Wörter im Text, damit du nie das Gefühl hast, den Faden zu verlieren. Den Faden verlieren bedeutet, unsicher zu sein, was etwas bedeutet. Ich gebe dir viele Beispiele, die mit deinem Deutschlernen verbunden sind, damit du die Ideen im echten Leben anwenden kannst. Und wie immer werde ich langsam und warmherzig sprechen, damit du dich beim Zuhören entspannt und wohl fühlst. Jeder Teil vermittelt eine einfache Idee, denn kleine Ideen sind leicht zu merken und leicht umzusetzen. Bist du bereit? Lass uns anfangen. Alles klar, meine Freunde, lasst uns mit der ersten und wichtigsten Idee des ganzen Buches beginnen. Wir beginnen mit einer einfachen Frage: Was ist Disziplin? Disziplin bedeutet, das Richtige zu tun, selbst wenn du nicht willst. Machen wir es ganz klar und einfach. Stell dir das vor: Dein Wecker klingelt am Morgen. Du fühlst dich müde. Du willst im Bett bleiben, aber du stehst trotzdem auf. Du beginnst deinen Tag. Dieser kleine Moment ist Disziplin. Hier ist ein weiteres Beispiel: Du willst Limonade trinken, aber du wählst Wasser, weil es gesünder ist. Gesünder bedeutet besser für deinen Körper. Diese Wahl ist Disziplin. Es ist die Wahl für die bessere Handlung, nicht für die einfache Handlung. Lasst uns diese Idee nun mit eurer Deutschreise verbinden. Disziplin hilft dir, schneller Deutsch zu lernen. Zum Beispiel: Du fühlst dich müde, aber du lernst trotzdem 10 Minuten. Du willst keinen Podcast hören, aber du hörst trotzdem zu. Trotzdem bedeutet hier, obwohl du nicht willst, diese Entscheidung ist Disziplin. Jede kleine Deutschaktion, die du tust, schafft Wachstum in dir. Wachstum bedeutet langsame Verbesserung. Okay. Nun lasst mich euch einige einfache Beispiele zeigen. Du lernst 5 neue Wörter. Du machst eine 5-minütige Shadowing-Übung. Du schreibst einen kurzen Satz auf Deutsch. Diese Handlungen sind klein, aber sie bauen dein Deutsch Schritt für Schritt auf. Das ist Disziplin in deinem Deutschlernen. Der Autor sagt etwas Wunderbares: Disziplin ist wie ein Muskel. Wenn du deine Disziplin jeden Tag trainierst, wird sie stärker. Wenn du sie nicht benutzt, wird sie schwächer. Zum Beispiel: Wenn du jeden Tag Deutsch shadowst, wird dein Sprechmuskel stärker. Wenn du das Training viele Tage lang auslässt, wird dein Muskel schwächer. Auslassen bedeutet, etwas nicht zu tun. Hier sind einige kleine Disziplinideen: Jeden Abend 5 Minuten shadowen. Jeden Morgen 10 neue Wörter lernen. Jeden Abend deinen alten Wortschatz wiederholen.
Diese kleinen Handlungen machen deinen Disziplinmuskel stärker. Das Buch sagt etwas sehr Überraschendes: Disziplin gibt dir Freiheit. Warum gibt Disziplin Freiheit? Weil du, wenn du Disziplin hast, keine Zeit damit verschwendest, zu viel nachzudenken. Du weißt bereits, was zu tun ist. Zum Beispiel, du entscheidest: Ich lerne jeden Tag 10 Minuten Deutsch nach dem Frühstück. Jetzt ist dein Gehirn ruhig. Du stellst deinen Plan nicht in Frage. Du kämpfst nicht mit deinem Verstand. Du schiebst nicht auf. Aufschieben bedeutet zu lange warten. Also macht Disziplin dein Leben klar und einfach, und das schafft Freiheit. Okay. Hier sind also die Hauptideen aus Kapitel 1. Disziplin bedeutet, das Richtige zu tun, selbst wenn es schwierig ist. Disziplin ist wie ein Muskel, der stärker wird, wenn du ihn jeden Tag benutzt. Disziplin gibt dir Freiheit, weil sie Overthinking reduziert und deinen Tag einfach macht. Reduzieren bedeutet kleiner machen. Kleine Deutschhandlungen jeden Tag bauen echten Fortschritt auf. Und das ist die Kraft der Disziplin. Okay, meine Freunde, Kapitel 2 spricht über etwas sehr Wichtiges. Um Disziplin zu haben, musst du deinen Körper kontrollieren. Lasst mich das in klarem, einfachem Deutsch erklären. Dein Körper ist deine erste Verantwortung. Verantwortung bedeutet etwas, um das du dich kümmern musst. Also ist dein Körper das Erste, um das du dich kümmern musst. Warum? Weil dein Körper der Ort ist, an dem deine Energie lebt, dein Fokus lebt, deine Deutschlandkraft lebt. Der Autor sagt, wenn du deinen Körper nicht kontrollieren kannst, kannst du dein Leben nicht kontrollieren. Lasst uns anschauen, was das bedeutet. Wenn du deinen Körper kontrollierst, sagst du deinem Körper, was er tun soll, und nicht umgekehrt. Umgekehrt bedeutet die entgegengesetzte Situation. Zum Beispiel, du fühlst dich müde, aber du stehst trotzdem auf. Du fühlst dich nachts hungrig, aber du isst kein Junkfood. Junkfood bedeutet ungesundes Essen. Du fühlst dich faul, aber du öffnest dein Deutschbuch und lernst 10 Minuten. Diese Momente sind Disziplin. Diese Momente bauen Stärke auf. Der Autor sagt, der Körper mag Komfort, aber Komfort kann dich aufhalten. Komfort bedeutet ein Gefühl von leichten und angenehmen Dingen. Aber ständiger Komfort kann dein Wachstum aufhalten. Lasst mich ein Beispiel geben: Dein Körper will sitzen. Dein Körper will sich entspannen. Dein Körper will immer wieder das Handy checken. Aber deine Ziele brauchen Handlung. Manchmal ist die bequeme Wahl die falsche Wahl. Zum Beispiel, Komfort bedeutet, auf deinem Handy zu scrollen, weil es sich gut anfühlt. Die richtige Wahl bedeutet, 10 Minuten Deutsch zu üben, obwohl es schwer ist. Komfort bedeutet, auf deinem Bett zu liegen und zufällige Videos zu schauen. Die richtige Wahl bedeutet, einen kurzen deutschen Podcast zu hören. Komfort bedeutet, nichts zu tun, weil es sich leicht anfühlt. Die richtige Wahl bedeutet, deinen Körper zu bewegen, deinen Geist zu bewegen. Deine Zukunft wächst nicht aus Komfort. Deine Zukunft wächst aus kleiner Disziplin. Alles klar, hier sind einige einfache Schritte für Deutschlerner. Schritt 1: Sitz in einer guten Position. Sitz gerade. Lieg nicht beim Lernen. Dein Gehirn hört besser, wenn dein Körper wach ist. Wenn dein Körper nicht müde ist.
Schritt 2: Benutze deine Stimme. Wenn du shadowst, beweg deinen Mund. Öffne ihn deutlich. Benutze echte Laute. Das ist körperliche Disziplin. Schritt 3: Bewege deinen Körper vor dem Lernen. Geh 2 Minuten spazieren. Dehne dich 30 Sekunden lang. Dehnen bedeutet, deine Muskeln lang machen. Eine kleine Bewegung weckt dein Gehirn. Schritt 4: Trink Wasser vor dem Lernen. Dein Gehirn braucht Wasser, um neue Wörter zu verstehen. Diese eine Handlung macht dein Lernen leichter. Schritt 5: Hab eine feste Lernzeit. Feste bedeutet immer gleich. Zum Beispiel, jeden Tag um 19 Uhr lernst du 10 Minuten Deutsch. Dein Körper lernt die Routine. Routine bedeutet ein regelmäßiges Muster. Wenn die Routine stark wird, folgt der Körper ohne nachzudenken. Das ist Disziplin. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum der Körper in der Disziplin wichtig ist. Der Autor sagt, dein Körper sendet Nachrichten an deinen Geist. Wenn dein Körper faul ist, wird dein Geist faul. Wenn dein Körper auf eine starke Weise sitzt, fühlt sich dein Geist stark. Wenn dein Körper einer Routine folgt, wird dein Geist ruhig. Deshalb ist die Kontrolle deines Körpers der erste Schritt zur Kontrolle deines Lebens. Und die Kontrolle deines Körpers ist auch der erste Schritt zu starken Deutschgewohnheiten. Okay, meine Freunde, jetzt kommen wir zu etwas noch Wichtigerem. Dein Geist ist der Ort, an dem deine Gedanken leben. Wenn du Disziplin haben willst, musst du lernen, wie du deinen Geist lenkst. Lasst uns diese Idee langsam und klar erkunden. Dein Geist ist immer voller Aktivität. Er denkt, er erinnert sich, er stellt sich vor, er sorgt sich. Jeden Tag gibt dir dein Geist viele Nachrichten. Ich bin müde. Ich will nicht lernen. Das ist zu schwer. Vielleicht morgen. Einige dieser Nachrichten sind hilfreich. Einige sind nicht hilfreich. Wenn du Disziplin willst, musst du lernen, welche Gedanken du hören willst. Das ist mentale Kontrolle. Ryan Holiday, der Autor, lehrt uns etwas Mächtiges: Du bist nicht deine Gedanken. Du bist die Person, die wählt, welchen Gedanken sie folgt. Lasst mich das wiederholen: Du bist nicht deine Gedanken. Du bist die Person, die wählt, welchen Gedanken sie folgt. Das ist wichtig. Dein Geist mag sagen, ich habe keine Lust, heute Deutsch zu lernen. Aber du kannst sagen, ich werde trotzdem lernen. Dieser Moment ist Disziplin. Dieser Moment ist Kraft. Der Geist mag den einfachen Weg. Dein Geist liebt den einfachen Weg. Der einfache Weg ist, nichts zu tun, dein Handy zu checken, zufällige Videos zu schauen. Zufällig bedeutet nicht geplant, nicht wichtig. Aber der einfache Weg, der leichte Weg gibt dir kein Wachstum. Der Geist kann dir Streiche spielen. Jemandem Streiche spielen bedeutet, etwas zu tun, das dich etwas glauben lässt, das nicht wahr ist. Hier sind einige häufige Tricks beim Deutschlernen. Trick Nummer 1: Ich bin nicht gut in Deutsch. Das ist nicht wahr. Du lernst jeden Tag. Wachstum ist langsam, aber es ist real. Trick Nummer 2: Muttersprachler sprechen zu schnell. Ich werde sie nie verstehen. Nicht wahr? Wenn du jeden Tag zuhörst, wird dein Gehirn stärker. Trick Nummer 3: Ich brauche schnellen, großen Fortschritt. Nicht wahr?
Kleiner Fortschritt jeden Tag ist kraftvoller. Diese Tricks kommen aus Angst, nicht aus der Realität. Du musst diese Gedanken kontrollieren, damit sie dich nicht kontrollieren. Hier sind einige einfache Techniken, um deinen Geist zu kontrollieren. Technik Nummer 1: Ein tiefer Atemzug. Atme ein und dann atme aus. Dein Gehirn wird ruhig. Nur 10 Sekunden können deinen Geist verändern. Technik Nummer 2: Sag einen einfachen Satz. Sag, ich schaffe das. Oder nur 5 Minuten. Ein kurzer Satz kann deinen Geist lenken. Lenken bedeutet den Weg zeigen. Technik Nummer 3: Stoppe negative Geschichten. Wenn dein Geist sagt, ich bin schlecht in Deutsch, antworte mit ich lerne. Ich verbessere mich. Technik Nummer 4: Wähle eine Aufgabe. Der Geist wird stark, wenn er sich auf eine Sache konzentriert. Lerne einfach 5 Minuten Deutsch. Nur eine Sache. Kein Handy, keine Nachrichten, eine Aufgabe, klarer Geist. Okay. Wenn sich dein Geist schwer anfühlt, benutze diese kleine Übung, mach einen tiefen Atemzug. Dann flüstere, ich kann 5 Minuten lernen. Dann mache nur 5 Minuten lernen. Dann hör auf und sag, gute Arbeit. Dieser kleine Reset macht dein Gehirn wieder bereit. Du kannst neu starten. Du kannst wieder von vorne anfangen. Ein starker Geist braucht klare Ziele. Wenn dein Ziel zu groß ist, wird dein Geist ängstlich. Also mache dein Ziel klein. Ich werde heute 5 Wörter lernen. Ich werde 3 Minuten Deutsch hören. Ich werde eine Minute mit mir selbst sprechen. Kleine Ziele machen den Geist ruhig. Kapitel 4. Alles klar. Jetzt kommen wir zu etwas, das dein ganzes Leben kontrolliert: Zeit. Zeit ist das Wertvollste, was du hast. Wertvoll bedeutet sehr wichtig und sehr nützlich. Und Ryan Holiday lehrt eine einfache, kraftvolle Wahrheit: Wenn du deine Zeit nicht kontrollierst, wird deine Zeit dich kontrollieren. Lasst uns das auf eine einfache, langsame Weise erkunden. Die Zeit bewegt sich immer. Die Zeit hört nie auf. Nicht für dich. Nicht für mich. Nicht für Anione. Jeden Tag vergehen 24 Stunden. Ein Morgen wird zur Nacht. Eine Woche wird zur nächsten. Ein Jahr verschwindet. Es geht weg. Und die Frage ist, was machst du mit deiner Zeit? Deine Antwort wird deine Zukunft formen. Formen bedeutet gestalten oder erschaffen. Also wird deine Antwort auf diese Frage deine Zukunft gestalten. Was machst du mit deiner Zeit? Ryan Holiday sagt, wie du deine Zeit nutzt, so lebst du dein Leben. Wenn du Zeit verschwendest, verschwendest du Leben. Verschwenden bedeutet auf schlechte oder nutzlose Weise verwenden. Wenn du Zeit gut nutzt, lebst du gut. Jede Minute ist ein kleines Stück deines Lebens. Jede Stunde ist eine kleine Chance zu wachsen. Deshalb ist Disziplin mit Zeit so wichtig. Nun, der Feind der Zeit ist Ablenkung. Ablenkung ist etwas, das deine Aufmerksamkeit wegnimmt. Es nimmt deinen Fokus weg. Und hier sind einige häufige Ablenkungen: dein Handy, soziale Medien, zufällige Videos, Scrollen, Nachrichten, TV-Serien, Lärm. Diese Dinge nehmen deine Zeit, ohne dir etwas Nützliches zurückzugeben. Lasst mich dir zeigen, wie das im echten Leben aussieht.
Du willst 10 Minuten Deutsch lernen. Du nimmst dein Handy nur für eine Sekunde. 30 Minuten später scrollst du immer noch. Das ist Ablenkung. Das ist verlorene Zeit. Beim Deutschlernen ist Zeit wichtiger als Talent. Talent bedeutet natürliche Fähigkeit. Wenn du jeden Tag 10 Minuten mit Hören, Lesen, Sprechen oder Shadowen verbringst, wird dein Deutsch langsam aber stetig wachsen. Aber wenn du dieselben 10 Minuten mit Scrollen oder Nichtstun verschwendest, verlierst du die Chance, dich zu verbessern. Also hier ist eine einfache Regel für Deutschlerner: Gib Deutsch deine ersten 10 Minuten, nicht deine letzten 10 Minuten. Wenn du früh lernst, ist dein Gehirn frisch. Deine Zeit wird kraftvoll. Ryan Holiday spricht über George Washington, den ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Washington hatte ein Geheimnis: er respektierte die Zeit. Er wertschätzte die Zeit. Er behandelte sie mit Sorgfalt. Er wachte früh auf. Er arbeitete mit einem klaren Plan. Er benutzte Routinen. Er verschwendete keine Zeit. Er verschwendete keine Nächte. Er verschwendete keine Stunden, weil er wusste, verlorene Zeit kann nicht zurückgebracht werden. Diese Disziplin half ihm, ein großer, starker Leader zu werden. Okay, hier sind einige kleine Schritte, die du befolgen kannst, um deine Zeit zu meistern. Schritt 1: Hab einen kleinen täglichen Plan. Ein Plan ist eine kurze Liste von Dingen, die du tun willst. Nicht 20 Aktivitäten, nicht 10 Aktivitäten, nur 2 oder 3. Ein kleiner Plan bedeutet einen klaren Geist. Schritt 2: Mach das Wichtige zuerst. Diese Idee ist lebensverändernd. Lebensverändernd bedeutet etwas, das dein Leben zum Besseren verändern kann. Bevor du dein Handy öffnest, bevor du Nachrichten checkst, mach das Wichtige. Für einen Deutschlerner ist das Wichtige: 10 Minuten lernen. Okay. Schritt 3: Schütze deine Zeit. Schützen bedeutet sicher bewahren. Du kannst sagen: kein Handy für 10 Minuten, kein Reden für 10 Minuten, keine Ablenkungen für 10 Minuten. Deine Zeit wird stark, wenn du sie schützt. Schritt 4: Nutze kleine Zeitfenster. Zeitfenster bedeutet kleine Momente freier Zeit. Zum Beispiel: Warten auf den Bus, hör Deutsch. In einer Schlange stehen, übe 3 Wörter. Gehen, versuch auf Deutsch zu denken. Im Zug sitzen, shadow 1 Minute. Kleine Momente können dir helfen, große Fortschritte zu machen. Schritt 5: Ruhe mit Absicht. Absicht bedeutet mit Plan, vorsätzlich. Ruh dich nicht aus Versehen aus. Ruh dich mit einem Plan aus. Wie: Ich werde 10 Minuten ruhen. Sag nicht: Ich werde scrollen, bis ich einschlafe. Nein. Geplante Ruhe hält deine Zeit sicher. Hier ist eine weitere Technik. Sie heißt Timebox-Methode. Eine Timebox ist ein kleines Zeitkästchen, das du einer Aktivität gibst. Zum Beispiel: Timebox 1, 5 Minuten hören. Timebox 2, 5 Minuten sprechen. Timebox 3, 3 Minuten schreiben, 13 Minuten insgesamt. Klein, einfach und kraftvoll. Diese Methode trainiert dein Gehirn, schnell und klar zu arbeiten. Zeit und Disziplin sind beste Freunde. Sie gehören zusammen. Wenn du deine Zeit kontrollierst, wird deine Disziplin stark. Wenn du deine Disziplin kontrollierst,
wird deine Zeit nützlich. Wenn du Deutsch jeden Tag einen kleinen Teil deiner Zeit gibst, beginnt sich dein Deutsch Stück für Stück, langsam aber sicher zu verändern. Und eines Tages schaust du zurück und denkst, ich habe mich wirklich verändert. Mein Deutsch ist jetzt stark. Dieser Tag beginnt mit deiner Zeit heute. Kapitel 5 – Baue starke Gewohnheiten. Jetzt wollen wir über etwas sprechen, das in deinem täglichen Leben wächst, Gewohnheiten. Eine Gewohnheit ist etwas, das du wieder und wieder tust, bis es automatisch wird. Automatisch bedeutet, du tust es ohne nachzudenken. Ryan Holiday erklärt, dass Disziplin leichter wird, wenn deine Gewohnheiten stark werden. Lasst uns diese Idee langsam erkunden. Gewohnheiten formen deinen Tag. Deine Gewohnheiten entscheiden, wie du aufwachst, wie du lernst, wie du sprichst, wie du denkst, wie du lebst. Wenn deine Gewohnheiten stark sind, wird dein Leben einfach. Dein Geist wird ruhig. Lasst uns sehen, wie das funktioniert. Stell dir einen kleinen Pfad im Wald vor. Wenn du jeden Tag auf demselben Pfad gehst, wird der Pfad klar. Wenn du aufhörst, auf diesem Pfad zu gehen, verschwindet der Pfad langsam. Gewohnheiten funktionieren genauso. Je mehr du sie wiederholst, desto stärker werden sie. Je weniger du sie wiederholst, desto schwächer werden sie. Deshalb sind kleine tägliche Gewohnheiten so kraftvoll. Nun lasst mich dir eine einfache Gewohnheit zeigen. Dies kann dein Deutsch tiefgreifend verändern. Schalte jeden Morgen dein Gehirn für 2 Minuten auf Deutsch um. Umschalten bedeutet von einer Sache zur anderen wechseln. Nur 2 Minuten. Sag einen Satz zu dir selbst, heute werde ich etwas auf Deutsch lernen. Oder das ist meine Deutschzeit. Diese Gewohnheit weckt dein Deutschgehirn. Ryan Holiday lehrt eine einfache Wahrheit, fang klein an, damit du konsistent bleiben kannst. Konsistent bedeutet regelmäßig, sich nicht verändernd. Zum Beispiel, wenn du Deutsch lesen willst, lies eine Seite pro Tag. Wenn du shadowen willst, mach 3 Minuten pro Tag. Wenn du schreiben willst, schreib 2 Sätze pro Tag. Kleine Gewohnheiten sind leichter fortzusetzen. Und wenn du sie fortsetzt, wachsen sie. Kapitel 6 – Die Kraft von Nein. Alles klar. Jetzt kommen wir zu einer der stärksten Ideen im ganzen Buch. Um mit Disziplin zu leben, musst du lernen, Nein zu sagen. Nein ist ein kleines Wort, aber es schützt deine Zeit. Es schützt deine Energie. Es schützt deine Ziele. Lasst uns diese Idee langsam und klar erkunden. Ryan Holiday erklärt eine einfache Wahrheit: Du kannst nicht alles im Leben machen. Du kannst nicht jedes Fach studieren. Du kannst nicht an jedem Plan teilnehmen. Du kannst nicht jede Nachricht beantworten. Du kannst nicht mit jedem reden. Du kannst nicht gleichzeitig Deutsch lernen und in sozialen Medien scrollen. Deine Zeit ist begrenzt. Begrenzt bedeutet nicht endlos, nicht für immer. Weil deine Zeit begrenzt ist, musst du wählen, was wichtig ist. Und um gut zu wählen, musst du oft Nein sagen. Das ist sehr wichtig. Wenn du zu vielen Dingen Nein sagst, schützt du dein Ja für die richtigen Dinge. Zum Beispiel, du sagst Nein zum Scrollen, also sagst du Ja zu Deutsch. Du sagst Nein zu unnötigem Reden, also sagst du Ja zum Lesen. Du sagst Nein zu Extraplänen, also sagst du Ja zu Ruhe und guter Energie zum Lernen. Jedes Nein rettet dein Leben.
Lasst mich dir etwas Einfaches geben, das vielen Deutschlernern hilft. Mach eine Nein-Liste. Das ist eine Liste von Dingen, die du während deiner Deutschzeit nicht tun wirst. Hier ist ein Beispiel: kein Handy, keine Nachrichten, keine sozialen Medien, keine Benachrichtigungen, kein Multitasking. Multitasking bedeutet, viele Dinge gleichzeitig tun. Wenn du diese Ablenkungen entfernst, wird dein Deutsch klar. Klar bedeutet leicht zu verstehen, leicht zu fokussieren. Nein zu sagen fühlt sich schwierig an. Warum? Weil du Menschen glücklich machen willst. Weil du dich schuldig fühlst. Weil du alles machen willst. Aber hier ist die Wahrheit: ein starkes Leben braucht Grenzen. Nein sagen schafft diese Grenzen, diese Begrenzungen, damit du dich auf das konzentrieren kannst, was wichtig ist. Kapitel 7: Emotionale Disziplin. Okay, meine Freunde. Disziplin dreht sich nicht nur um deinen Körper und deine Zeit. Es geht auch um etwas Tiefes in dir, deine Emotionen. Emotionen sind starke Gefühle wie Traurigkeit, Glück, Angst, Wut, Stress oder Aufregung. Lasst es mich klar definieren: Emotion bedeutet ein starkes Gefühl in deinem Herzen. Ryan Holiday lehrt eine kraftvolle Wahrheit: Du kannst das Leben nicht kontrollieren, aber du kannst deine Emotionen kontrollieren. Lasst uns langsam darüber sprechen. Deine Emotionen sind normal. Jeder fühlt sie. Selbst starke Menschen, selbst Leader, selbst du und ich. Aber wenn Emotionen zu stark werden, wenn sie deine Handlungen kontrollieren, wird das Leben schwierig. Schwierig bedeutet nicht leicht. Lasst mich es dir zeigen: Wut kann dich etwas sagen lassen, was du bereust. Stress kann dich vom Lernen abhalten. Traurigkeit kann deinen Fortschritt verlangsamen. Aufregung kann dich deinen Plan vergessen lassen. Diese Emotionen sind nicht schlecht, aber wenn sie dich kontrollieren, wird Disziplin schwach. Der Autor lehrt uns eine sehr nützliche Technik: Pausiere, bevor du reagierst. Pausieren bedeutet für einen Moment innehalten. Reagieren bedeutet schnell antworten ohne nachzudenken. Eine kleine Pause gibt dir Zeit, die richtige Handlung zu wählen. Zum Beispiel: Du fühlst dich frustriert. Du fühlst dich wütend oder genervt, weil etwas schwierig ist. Dein Geist sagt: Ich will heute kein Deutsch lernen. Pausiere. Atme. Denke. Dann wähle: Ich werde nur 3 Minuten lernen. Diese kleine Pause rettet deinen Tag. Der Autor spricht auch über emotionale Fallen. Eine emotionale Falle ist etwas, in das dich deine Gefühle hineinlocken. Falle bedeutet etwas, das dich einfängt. Hier sind häufige emotionale Fallen für Deutschlerner. Falle Nummer 1: Angst vor dem Sprechen. Deine Emotionen sagen: Was, wenn ich Fehler mache? Die Antwort ist: Das ist in Ordnung. Fehler helfen mir, mich zu verbessern. Falle Nummer 2: Sich nicht gut genug fühlen. Du denkst: Mein Deutsch ist furchtbar. Diese Emotion, mein Freund, ist nicht wahr. Dein Fortschritt ist real. Du lernst jeden Tag. Falle Nummer 3: Sich mit anderen vergleichen. Du siehst jemanden, der besser spricht, und fühlst dich traurig. Aber das Tempo anderer Leute definiert dich nicht. Deine Reise ist deine eigene. Du brauchst emotionale Disziplin. Emotionale Disziplin bedeutet: Du fühlst die Emotion, aber du lässt sie nicht deine Handlung kontrollieren. Du kannst Angst fühlen und trotzdem sprechen üben.
Du kannst Müdigkeit fühlen und trotzdem 5 neue Wörter lernen. Du kannst Stress fühlen und trotzdem 3 Minuten eines Podcasts hören. Das ist echte Stärke. Okay. Kapitel 8: Disziplin mit anderen Menschen. Disziplin dreht sich also nicht nur um dich. Es geht auch darum, wie du dich anderen Menschen gegenüber verhältst. Ryan Holiday lehrt etwas sehr Wichtiges: Ein diszipliniertes Leben bedeutet, Menschen mit Respekt, Geduld und Freundlichkeit zu behandeln. Viele Menschen denken, Disziplin bedeutet, hart oder streng zu sein. Streng bedeutet sehr ernst und nicht flexibel. Aber Ryan Holiday sagt, echte Disziplin bedeutet, deine eigenen Handlungen zu kontrollieren, nicht andere zu kontrollieren. Zum Beispiel, du kannst niemanden zwingen, Deutsch zu lernen. Du kannst niemanden zwingen, pünktlich zu sein. Du kannst niemanden zwingen, sich so zu verhalten, wie du es willst. Aber du kannst deine Reaktion kontrollieren. Reaktion bedeutet, wie du antwortest. Das ist echte Disziplin. Wenn jemand wütend ist, musst du nicht zurück wütend sein. Wenn jemand unhöflich ist, musst du nicht unhöflich sein. Wenn jemand sich beschwert, musst du dich nicht auch beschweren. Disziplin bedeutet, ruhig zu bleiben, selbst wenn andere nicht ruhig sind. Das ist emotionale Stärke. Manchmal beurteilen Menschen dein Deutsch. Sie könnten sagen, deine Aussprache ist nicht gut. Dein Akzent ist seltsam. Warum machst du Fehler? Diese Kommentare verletzen. Aber hier ist die Wahrheit: Du lernst. Du wächst. Du verbesserst dich. Und du musst nicht mit Wut antworten. Eine disziplinierte Antwort ist einfach: Ich lerne. Danke. Diese ruhige Antwort zeigt wahre Disziplin. Kapitel 9: Deine tiefe Bestimmung. Alles klar. Jetzt gelangen wir zu etwas Tiefem. Vielleicht der tiefste Teil des ganzen Buches: Bestimmung. Lasst mich dieses Wort sehr klar definieren: Bestimmung bedeutet der große Grund hinter deinen Handlungen. Es ist das Warum deines Lebens. Warum du aufwachst, warum du arbeitest, warum du Deutsch lernst, warum du versuchst, besser zu werden. Bestimmung ist der Motor in dir. Wenn du deine Bestimmung kennst, wird dein Leben klar. Du weißt, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Ohne Bestimmung fühlst du dich verloren. Du weißt nicht, was du tun sollst, was du anfangen sollst oder wohin du gehen sollst. Ryan Holiday erklärt etwas Mächtiges: Wenn du deine Bestimmung kennst, wird Disziplin einfach. Nicht leicht, aber einfach. Denn jetzt verstehst du, warum du etwas tust. Zum Beispiel, wenn deine Bestimmung ist, dein Deutsch zu verbessern, damit du reisen, arbeiten, studieren oder deine Zukunft aufbauen kannst, dann fühlt sich 10 Minuten Lernen am Tag bedeutungsvoll an. Bestimmung gibt der Disziplin Energie. Nun, lasst mich dich etwas Wichtiges fragen: Warum lernst du Deutsch? Nimm dir eine Sekunde, denk nach, fühl es. Vielleicht willst du einen besseren Job. Vielleicht willst du Selbstvertrauen. Vielleicht willst du die Freiheit zu reisen. Vielleicht willst du im Ausland studieren. Vielleicht willst du dich mit Menschen aus der ganzen Welt verbinden. Vielleicht willst du Bücher lesen oder Filme verstehen. Was auch immer dein Grund ist, das ist deine Bestimmung. Und deine Bestimmung gibt deiner Disziplin Leben. Some people think purpose must be huge. No, purpose can be small and still strong.
Einige Leute denken, Bestimmung muss riesig sein. Nein, Bestimmung kann klein und trotzdem stark sein. Okay, meine Freunde. Heute haben wir die große Idee des Buches Discipline is Destiny gelernt. Wir haben über den Körper, den Geist, Zeit, Gewohnheiten, Emotionen, andere Menschen und Bestimmung gesprochen. Du hast viele einfache Sätze und viele klare Beispiele gelernt. Du hast viele nützliche deutsche Wörter gelernt. Vergiss das nicht, Disziplin ist nichts Großes oder Beängstigendes. Disziplin sind kleine Handlungen, die du jeden Tag wiederholst. Nur 5 Minuten, nur 3 neue Wörter, nur eine kurze Übung. Diese kleinen Schritte bauen eine starke Zukunft. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nur weitermachen. Dein Deutsch wächst jeden Tag, weil du auftauchst. Auftauchen bedeutet, du kommst und machst die Arbeit. Und ich bin so stolz auf dich, dass du mit mir zuhörst, lernst und übst. Vielen Dank, dass du diese Zeit mit mir verbracht hast. Ich bin Eddie und das ist kostenlos Deutsch üben. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf. Sei nett zu deinem Geist und bleib konsistent mit deinen kleinen Gewohnheiten. Tschüss für jetzt.